Du stehst am Rand des Wassers. Die Strömung zieht an deinen Knöcheln kalt genug, um dir den Atem zu rauben, und das gegenüberliegende Ufer ist nah genug, um es klar zu sehen, und weit genug entfernt, dass der Versuch, es zu erreichen, dich ertränken könnte. Hier gibt es kein Seil, kein Geländer, niemanden, der wartet, um dich herauszuziehen, falls du untergehst. Dies ist eine Flussüberquerung vor etwa 11.000 Jahren, irgendwo in dem, was heute die Niederlande sind, und es wird hier nach 8.000 Jahren keine Brücke geben. Gerade jetzt überquerst du Flüsse, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Ein Auto, eine Fußgängerbrücke, eine Karten-App, die dich komplett um das Wasser herumleitet. Du hast wahrscheinlich noch nie an einem Flussufer gestanden und berechnen müssen, ob du das Erreichen des anderen Ufers überleben würdest. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte kam diese Rechnung vor dem Frühstück. Wie also überquerten Menschen Zehntausende von Jahren lang Flüsse ohne Brücken, ohne Boote, wie du sie erkennen würdest, und in vielen Fällen ohne eine verlässliche Art zu schwimmen. Im Jahr 1953 stieß eine Baumannschaft, die an der Autobahn A28 in der Nähe des Dorfes Pessa in den Niederlanden arbeitete, beim Abtragen von Torf 2 Meter unter der Erde auf etwas. Ein einheimischer Bauer namens Hendrik Wanders sah sich das genauer an, was der Kranführer für einen verrottenden Baumstamm gehalten hatte. Es war kein Baumstamm, es war ein Boot. Ein Einbaum, geschnitzt aus einem einzigen Waldkiefernstamm, 298 cm lang, mit Stein- oder Geweihwerkzeugen ausgehöhlt. Die Radiokonbanditierung setzte es später auf bis zu 10.000 Jahre an, womit es das älteste je auf der Erde gefundene Boot ist. Kein in Panik zusammengebundenes Floß, ein geformter, bewusst gestalteter Rumpf, gebaut von jemandem, der erwartete, ihn mehr als einmal zu benutzen. Was änderte sich also, sobald die Menschen das hatten? Nicht alles. Ein Einbaum brauchte immer noch ruhiges Wasser und einen starken Arm. Für eine schnelle, feindselige Strömung, die Art, die einen Einbaum samt Besitzer fortreißen konnte, hatte die antike Welt einen ganz anderen Trick. Und er kam ohne Boot aus. Im Nordwestpalast von Nimrud, im heutigen Irak, entdeckte der Archäologe Austin Henry Layard in den 1840er Jahren ein geschnitztes Steinrelief, das rund 200 Jahre lang verschüttet gewesen war. Es zeigt Soldaten von König Assur-Nasir Paul II beim Überqueren eines Flusses während eines Feldzugs um 850.000. That's even different. Zwei halten aufgeblasene Tierhäute, Ziegen- oder Schweinsblasen, aufgeblasen wie Schwimmkörper, und halten dabei ihre Waffen trocken, während die Strömung die Schwerstarbeit übernimmt, sie zu tragen. Es ist heute im British Museum ausgestellt. Alle nehmen an, der Rückgriff sei, wenn man kein Boot hatte, einfach stärker zu schwimmen. Gewesen war es nicht. Die Assyrer verwandelten ihre eigene Ausrüstung in Schwimmhilfen und ließen den Fluss das Gewicht tragen, das sie selbst nicht tragen konnten. Und hier wird die Geschichte noch seltsamer. Man würde annehmen, dass sobald die Menschen begannen, echte Brücken zu bauen, die Geschichte der antiken Flussüberquerung im Wesentlichen endet. Problem gelöst. Haken dran. Nehmen wir die Tar Steps im Exmoor National Park in England. 17 flasche Steinplatten, jede bis zu 2 Tonnen schwer, ohne einen Krümelmörtel über den Flussbar gelegt. Jahrzehntelang plädierten lokale Legenden in mehr als ein Archäologe für einen Ursprung in der Bronzezeit, vor 3000 Jahren. Doch eine formelle Untersuchung des Historic Environment Record kam zu dem Schluss, dass die Steine selbst höchstwahrscheinlich im 15. oder 6. Jahrhundert verlegt wurden. Viele Jahrhunderte später, als es die Legende behauptet. Prähistorisch ist hingegen die Furt darunter, verbunden mit bronzezeitlichen Grabhügeln einige 100 Meter entfernt, datiert auf etwa 2500 vor Kurier. Menschen überquerten genau an dieser Stelle des Wassers 2000 Jahre lang, bevor jemand auf die Idee kam, Steinplatten darüber zu legen. Die Brücke war also nicht der Anfang der Geschichte. Sie war eines der letzten Kapitel. Und auch die Boote blieben nicht klein. 1970 brach der norwegische Forscher Thor Heyerdahl von Safi in Marokko aus in einem 12 Meter langen Schilfboot namens Ratu auf, gebaut von Aymara Bootsbauern vom Titicacasee nach jahrtausendealten Bauweisen. 57 Tage und rund 400 Kilometer später erreichte die Ratu Barbados, ein aus gebündeltem Schilf gebautes Boot. Dieselbe grundlegende Technologie, die schon tausende Jahre zuvor Flussüberquerern zur Verfügung stand, hatte gerade einen Ozean überquert. Alle nehmen an, Schilfboote seien eine Notlösung gewesen, etwas, das Menschen nutzten, bevor sie riftige Boote erfanden. Die Salem sagen etwas anderes. Wenn Schilf und Seil 400 Kilometer offenen Atlantiks überstehen konnten, war der Fluss nie der schwierige Teil. Was also war es? Nicht der Baumstamm, nicht die Ziegenhaut, nicht einmal die Steinplatten der Tar Steps. Die eigentliche Technologie war das Wissen selbst, welcher Baumstamm schwimmt, welcher Milton unter Strömung hält, wo das Wasser flach genug fließt, ihn durchzuatmen.
Nichts davon steckte in einem einzelnen Gegenstand. Es lebte in den Menschen, die es an die nächste Person weitergaben und die nächste an derselben Flussüberquerung über Generationen hinweg. Das ist kein Entwurf. Das ist ein Erbe. Kehre zurück an dieses Flussufer, vor 11.000 Jahren. Die Person, die dort steht, improvisiert es. Sie weiß genau, wo die Furt ist, genau, welche Flussbiegung die Strömung verlangsamt, genau wie lange die Überquerung dauert, weil jemand es ihr gezeigt hat und jemand es dieser Person zuvor gezeigt hatte. Du hast fast jede Version dieses Aushandels wegtechnisiert. Die Brücke, die App, die Gewissheit. Was die Menschen der Antike beim Überqueren dieses Wassers hatten, war keine bessere Technologie. Es war ein besseres Gedächtnis. Wir haben den Fluss nicht besiegt, wir mussten nur nicht mehr wissen, wie man ihn liest.